Hallo, hier ist Anne Pross von Anne Pross Kunst. Ich nehme euch heute mit in mein Atelier und lasse euch eine Weile zuschauen, wie ich male. Wie ihr seht, habe ich ein neues Bild begonnen und das finde ich sehr spannend. Dazu erkläre ich euch gleich noch was. Und zwar seht ihr hier bereits, dass ich den Untergrund gemalt habe. Das heißt, ich habe die Leinwand mit einem blauen Farbton bestrichen. Und diese Farbe habe ich dann, als sie noch feucht gewesen ist, mit einer Alkohollösung behandelt. Und da haben sich dann über die ganze Fläche so weiße Flecken entwickelt. Das besteht oder kommt eben daher, dass die Alkoholflüssigkeit dann die Acrylfarbe versucht zu verdrängen. Und in der Mitte ist dann noch die Farbe sichtbar. Außen ist ein weißer Kreis oder eben weiße Flecken entstehen da. Und das sieht aus wie so Luftblasen im Wasser. Und genau diesen Effekt wollte ich haben, weil das ist nämlich ein Unterwasserbild, das da entsteht. Und ich habe da eine Figur aufgezeichnet. Und die versuche ich jetzt eben gerade zu malen mit verschiedenen Farben. Das seht ihr schon, dass ich hier begonnen habe, das auszufüllen mit Farbe. Und ja, da male ich weiter, denn das ist ein Projekt, das dauert natürlich Tage bzw. Wochen sogar, bis dann so ein großes Bild fertig ist. Das hat ein Ausmaß von 50 mal 100 Zentimeter auf dieser Leinwand, also das ist schon ein großes Projekt. Und da kann ich nur langsam malen und langsam damit umgehen. Deswegen kann ich euch auch nicht den ganzen Ablauf der Entstehungsgeschichte heute zeigen. Ihr könnt mich da ein Stück weit begleiten und beim Malen eben zusehen. Und ja, vielleicht kann ich euch dann später mal zeigen, wenn ich das Bild fertiggestellt habe, wie das aussieht. Aber aktuell befinde ich mich noch ganz am Anfang dieses Projekts. Als erstes möchte ich an dem Körper weitermalen. Dazu nehme ich mir auf meine Palette dieses Weiß, das nennt sich Titanweiß. Und um da diesen Hautton zu erzeugen, habe ich hier eine Acrylfarbe in einem Orangeton. Den werde ich dann immer beimischen, um diesen Hautton zu erzeugen. Da brauche ich nur ganz wenig von dieser Farbe. Ja, und da könnt ihr mir jetzt zuschauen. Ich werde das Ganze noch etwas nach oben verschieben auf meiner Staffelei. Und wie ihr seht, habe ich hier einen Pinsel, der ist relativ klein, weil ich muss da das auch so machen, dass ich diese Luftblasen, die ich sozusagen über dem Körper erhalten will, dann auch im Vordergrund belasse. Ja, und jetzt werde ich mal diesen Hautton
Ton mischen. Das ist ein ganz zartes Rosé, der dadurch entsteht, indem ich diesen Orangeton mit dem Weiß zusammenbringe. Und dann seht ihr schon, ich habe da mit Bleistift diesen Körper vorgezeichnet gehabt und diese Konturen fahre ich nach. Und natürlich berücksichtige ich dabei diese weißen Flächen, ganz klar, die da eben Luftblasen darstellen sollen. Und deshalb nehme ich auch diesen extrem kleinen Pinsel bei dieser sehr zarten Arbeit. Und dann werde ich auch das Innere dieser Blasen zum Teil mit dem Hautton durchbrechen, denn man sieht ja auch dann durch diese Wasserblasen diese Haut auch durch. Das mache ich hier. Also nicht komplett, aber so ein bisschen angedeutet, dass das durchscheint. Und auch hier im oberen Bereich habe ich da auch schon gearbeitet. Und ich kann es dann mit dem kleinen Pinsel auch besser auf der Leinwand verteilen. Das wäre jetzt bei einem großen nicht ganz so möglich, wenn da nebendran eben noch diese Luftblasen liegen. Da kann ich jetzt nicht mit dem ganz großen Pinsel da rangehen. Ja, und das ist eben schon eine Arbeit, die geht jetzt nicht von hier auf jetzt vonstatten, sondern das dauert eben seine Zeit. Und ich nehme mir da gerne Zeit und Muße dazu. Um das genau zu malen. Das ist alles eben sehr zart und fragil angelegt. Und natürlich nehme ich da immer so ein kleines bisschen auch Wasser dazu, dass es verdünnt ist und durchscheinend auch ist, wie eine Lasur. Man kann ruhig dieses Blau von dem Untergrund, kann man auch noch durchscheinen sehen. Das ist ja auch ein sehr interessanter Effekt, wenn dieses Blau dann als Lasur von unten durchscheint. Ja, dann kann man also ganz spielerisch diese Fläche ausfüllen.
Und wie ihr seht, das ist gar nicht so einfach, denn diese runden Formen, die muss man natürlich zuerst arbeiten und dann kann man erst die zweite Lasur mit diesem Rosa drüber legen, mit diesem zarten Hautton. Ja, und dazu brauche ich nur erstmal ganz wenig von der Farbe, weil ihr müsst ja auch bedenken, dass die Acrylfarbe sehr schnell trocknet, wenn sie erstmal an der Luft ist. Deswegen arbeite ich mit relativ kleiner Farbmenge hier, um auch im Endeffekt keine Farbe großartig zu verschwenden, sondern man kann ja doch nur Teilbereiche dann immer bearbeiten. Und Farbe kann ich mir ja immer wieder zunehmen, wenn ich sie brauche, und muss die jetzt nicht in Fülle auf dieser Palette halten. Weil viele von euch mich schon gefragt haben, eben wie das ist. Die Farben sind ja so teuer und man möchte da ja auch sorgsam damit umgehen. Das finde ich ja auch gut, diese Einstellung. Die habe ich natürlich auch. Und deswegen muss ich jetzt nicht da so eine Riesenmenge auf die Palette drauf tun. Andere Maler habe ich schon gesehen, die haben auch ihre Acrylfarben dann in Plastikbehältern, was auch eine gute Idee ist. Und die geben diese Plastikbehälter dann mit einem Deckel zum Verschließen nach dem Malen in den Kühlschrank. Das ist auch eine Idee, um Acrylfarbe eben länger als einen Tag malbar zu halten. Das mache ich allerdings nicht, sondern ich gehe einfach nur her und nehme mir von vornherein nicht die große Menge und dann geht es genauso. Und ihr verschwendet da keine Farbe. Ja, das ist schon wichtig, denn man möchte ja da nachhaltig auch mit diesen Materialien umgehen. Und mit dem Pinsel immer wieder verstreichen, sodass sich auch jetzt keine konkreten Ränder bilden, sondern dass das ineinander übergeht. Das heißt, ich verblende an und für sich die Farbe schon während des Malvorgangs. Das kann ich bestimmen, indem ich jetzt nicht so viel Wasser in den Pinsel nehme. Dann verstreicht sich auch die Farbe in einem nahezu trockenen Zustand und verblendet sich gleich schon beim ersten Auftrag. Aber jeder Maler hat da seine eigene Technik entwickelt, möchte ich mal sagen. Manche verblenden das dann erst nach dem
Malen später noch mit einem trockenen Pinsel in einem Vorgang anschließend. Das geht natürlich auch, vor allem ist es interessant bei größeren Malflächen das zu machen, dann rentiert sich das auch, aber bei kleinen Flächen, wo ich jetzt eben darauf achten muss, andere Objekte zu ummalen, da würde ich das jetzt nur mit dem einen Pinsel und dann immer so stückchenweise machen. Und dann sieht man da auch keine harten Übergänge. Ja, das Ganze wird eine Frauenfigur, wie ihr seht, was sich schon andeutet. Und zwar habe ich mir vorgestellt, ich male eine Meerjungfrau. Und ihr kennt ja selbst die Darstellungen von Meerjungfrauen, wie die aussehen. Das heißt, es ist ja im Prinzip eine Art Fantasiegestalt mit einem weiblichen Oberkörper und dann im unteren Bereich, der Unterleib wäre ja dann eben in dieser Form eines Fischschwanzes und diese Form habe ich jetzt nicht ganz drauf, also ich habe jetzt nur den Oberkörper, man sieht auch noch die Arme und Hände natürlich und im unteren Bereich geht jetzt der Oberkörper etwa bis hierher und dann schließt sich der untere Teil an, den ich dann mit Fischschuppen noch bearbeiten möchte. Aber jetzt male ich erstmal den Oberkörper und da gehe ich natürlich nach dieser rein zufälligen Reihenfolge, die sich durch diese Alkoholbehandlung ergeben hat von der Oberfläche. Und das ist ja sehr zufällig, wie das entstanden ist, diese Luftblasen. Und das ist ja genau dieser interessante Effekt, den man als Maler haben möchte. Und da richte ich mich auch danach mit meiner ganzen Darstellung. Ist es ja so ausgerichtet, dass ich genau diese Effekte mit einbeziehen kann und dann spielerisch damit gestalten kann. Und das ist für mich immer wieder spannend, dann so ein Projekt anzugehen. Und wie ihr seht, es entwickelt sich so mit der Zeit. Man hat da eine Vorstellungskraft, wenn dann so die ersten Flächen schon gemalt werden, dann hat man auch eine bestimmte Vorstellungskraft, wie das Ganze sich gestalten könnte. Und dann ist es auch so eine Art ja, Entwicklungsprozess, der da stattfindet. Und genau das ist so ein Zwischending zwischen dem, was ein Maler eben beeinflussen kann und auch diese Spannung dann zu den Elementen, die man eben nicht beeinflussen konnte. Und das dann in den Einklang zu setzen, das finde ich wunderbar.
Und was mich persönlich fasziniert, ist auch eben die Natur einzubeziehen, diese Naturelemente auch zu respektieren. Und ja, das ist für mich auch ganz wichtig, mich mit der Natur auseinanderzusetzen. Und deswegen habe ich mir hier das Element Wasser ausgesucht, was mich schon immer fasziniert hat, denn ich persönlich bin überhaupt kein Bergmensch, wie man sagt, sondern ich bin der Mensch, der jetzt das Wasser bevorzugt. Das heißt, ich bin gerne an einem See oder ich halte mich gerne am Meer auf. Das ist mir eigentlich das liebste Element, da fühle ich mich stark damit verbunden. Und deswegen taucht auch das Element Wasser sehr oft in meinen Bildern auf. Und das habe ich hier eben auch verwendet. Ja, ich denke, das wird noch ein zeitaufwendiges Projekt werden. Ab und zu mache ich das ganz gerne und zwischendurch, wie ihr wisst, gestalte ich dann auch mal kleinere Kunstwerke. Da habe ich euch ja schon bei etlichen Filmen so etwas vorgeführt. Die werde ich auch immer wieder euch zeigen. Kunstwerke, die ihr dann leicht eben nachahmen könnt oder ausprobieren könnt nach euren eigenen Vorstellungen. Und in dem Fall ist es eben eine Malerei, zu der ich mir dann Zeit nehmen muss. Und es geht nicht von heute auf morgen, sondern das ist schon mit sehr viel detaillierter Arbeit verbunden. Ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal so als Einblick, damit ihr seht, dass es auch eben ganz andere Bilder von mir gibt, die in einem längeren Zeitraum entstehen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen erstmal.
Eure Anne Pross von Anne Pross Kunst. Wir sehen uns wieder. Bis bald.